Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Innerwald und gehe mit euch heute nicht direkt zum Spitzsterhaus, sondern über die Brandlbergalm. Wir gehen also jetzt erst einmal auf der Straße rauf und wir sind den Weg da herunten schon mal gegangen, wenn wir gleich über die Tristmalenalm und über einen Nordwandsteig vom Spitzster gegangen sind. Heute werden wir ein bisschen länger auf der Straße bleiben, weil wir Richtung Brandlbergalm, da geht der Steig erst weiter oben los. Da links sind wir direkt aufgegangen Richtung Spitzsterhaus und auch zum Nordwandsteig. Heute machen wir einen kleinen Umweg. Es ist gut angeschrieben, dass wir da natürlich nicht rechts runter gehen, sondern links rauf zur Brandlbergalm. Sogar ein ganz kleiner Wasserfall ist da hinten versteckt. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen durch die Bäume. Den Weg gehe ich heute mit euch mit einem kleinen Hintergedanken. Ich habe gemerkt, wie ich von der Klausen zum Spitzsterhaus rübergegangen bin. Mal da habe ich Gewitter aufziehen gesehen. Und da war ich aber schon so weit, dass ich gewusst habe, jetzt bin ich schneller über den Nordsteig drüber, als dass ich wieder umkehre und andersrum wenigstens zum Spitzsterhaus oder zur Altkaiser gehe, in einen Unterstand. Ich habe mir noch überlegt, Mensch, wenn mir das passiert war, oberhalb am Brandlberg zum Beispiel, da war es gescheiter, man darf gleich absteigen. Und das ist genau der Weg darauf. Das ist praktisch wie so eine Strecken, mit der man schnell in Innerwald unten ist, wenn es wirklich mal passiert und man merkt, na, bis zum Spitzsterhaus, da geht es dann richtig rund und dann hat man da oben bei einem Gewitter oder bei einem Hagelschauer wirklich nichts mehr verloren. Der Steig ist bis ganz weit rauf mit Schotter und wirklich auch bei Nässe viel besser zum Gehen als zum Beispiel der Steig vom Spitzsterhaus unterhalb der Tristmalenscheid runter. Da sind einige Stellen dabei, die wirklich rutschiger und dann ungemütlich zum Gehen sind. Ja, die Brücken, meine, die brauchen wir wirklich nicht mehr nutzen. Da ist einmal ganz schön drum abgerutscht. Das hat bestimmt einen Haufen Arbeit gemacht, dass man die Straße da um so eine Serpentine erweitert. Der Weg ist, denke ich mal, quad-tauglich ausgebaut. Das kann man verstehen, weil wenn du da alles so verdrungen müsstest, wo man mit dem Auto nicht mehr raufkommt oder mit einem kleinen Bullock, dann brauchst du da oben halt keinen nicht mehr betreiben. Naja, so ein ganz kleiner Unimog hat auch noch Platz. Wir sehen aber wieder mal durch die Bäume aus, auf die andere Seite über, Sonnenwand, Wand ganz links und rechts davon bis hinten zum Weidlaner.
Ja, es ist wirklich so steil da. Auf dem Weg geht es ganz schön zur Sache. Die Wasserburg, die in meiner kleinen Kamera eingebaut ist, die liegt nicht. Wir sind schon ziemlich weit herum. Man sieht schon immer mehr durch die Baum durch, hinaus ins Freie. Da müssen wir bald an der Brandlbergalm sein. Ein Appell. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Beutel gut sieht. Ein paar Buchstaben muss man sich dazu denken. Von der Bergwacht. Dass man da herum nicht alles ausreißen soll. Bloß weil es eine schöne Farbe hat. Und das andere Schüttel habt ihr auch gesehen. Wenn das Jungvieh wieder herum ist, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dann heißt es aufpassen. Weil die erste Zeit haben die oft eine Rangordnung noch nicht genau festgelegt. Und da kann so ein halbstarkes Kaiberl ein ganz schönes Mistviech sein. Das schon mal die wachsenden Händel einsetzen möchte. Also Hund mindestens an die Leine und Kinder in der Nähe. Das ist da Pflicht. Ja, jetzt ist es doch ruckzuck gegangen, sage ich mal, die Brandlbergalm. Sie steht wirklich schön da herinnen, vor der Kulisse im Hintergrund. Das ist natürlich nicht der Spitzstau. Und da links, das ist auch nicht. Das ist erst einmal die Tristmannscheid. Und das ist der Grund, warum ich den Steig, der jetzt bis daher verfestigt war, und auch wenn es jetzt einmal regnet oder gar einen Hagelschauer gibt, dann ist der natürlich nicht so rutschig und nicht so gefährlich wie der Steig von der Tristmannalm nach Innerwald runter. Also kann es ein guter Notausgang sein. Wenn man von der Klausen zum Spitzstau geht oder umgekehrt und merkt, oh, jetzt wäre ich von einem Gewitter überrascht und so richtig gelb und orange leuchtend ist vielleicht sogar Hagel dabei. Dann kann das eine richtig wertvolle Abkürzung sein. Auf dem Weg nach Innerwald runter. Direkt am Weg wachsen sie, die Enzian. Darf man ruhig ein bisschen aufpassen, dass man nicht draufsteigt. Und die Schusternagel, was man vorher gesehen hat, ist auch eine Enzianart. Wenn sie auch ein bisschen kleiner sind. Sie sind alle geschützt, also die Kinder sagen, nicht ausreißen. Es schaut so aus, als wäre viel da, aber durch die Trockenheit, die bei uns immer schlimmer wird, baut es ganz schön ab. Das sind Pflanzen, die brauchen es feucht. Oberhalb der Brandlbergalm ist natürlich wieder ein schmaler Steig. Und wenn Gewitter kommen, bei uns ja doch immer noch meistens von Nordwesten, dann müssen sie über den Kamm drüber. Und dann ist es da runter zu, meistens eben nicht mehr so stürmisch und man ist schon fast ein bisschen wettergeschützt. Also, ihr erinnert nur mal dran, merkt euch den Abstieg, wenn es einmal hässlich wird. Heute triff ich das erste Mal wen mit der Metallsonde am Berg. Er grabt gerade was aus. Es hat gerade gescheit pfiffen, darum bin ich aufmerksam geworden. Und ich bin gespannt, was er findet da herum. Wir sind nämlich gleich herum und sehen gleich einmal hinüber auf die Sammerberger Seiten. Wir werden aufs Feuchteck sehen und auf die Feuchteck-Almer. Und da geht es dann für uns links weiter. Da hinten sehen wir noch das Kranzhorn.
Jetzt bin ich also links abgebogen Richtung Spitzstor-Haus, Altkaseralm, Tristmalen, Scheid und Tristmalenalm. Der Weg, der zirkt sich. Das ist auch der Grund, warum ich ihm sage, merkt euch den Notausgang, den ich euch jetzt als Aufstieg gezeigt habe, Richtung Innerwald runter. Wenn es wirklich mal passiert, dass man besser absteigen soll. Darüber, da geht es jetzt bergauf, bergab und man meint aber, jetzt muss man doch gleich drüben sein. Und dabei macht der Weg nur mal einen Schlenker, Kurven oder so wie da, wo man über Baum und Wurzeln drüber steigen muss. Ich denke mal, bis da, wo der Nordwandsteig losgeht, sind es vielleicht 20 Minuten. Aber heute ist es ja trocken. Nur bis zum Spitzstorhaus oder zur Eckkaser, zu einem sicheren Unterstand, sind es wahrscheinlich um die 40-45 Minuten. Und da ist man normal schon in Innerwald unten über den Weg, den ich euch heute gezeigt habe. Man kommt auch nur mal gescheit ins Schwitzen darüber. Wir bewegen uns einmal auf der bayerischen Seite und einmal auf der Tiroler Seite. Das ist der Steig, sage ich mal, so, dass er einmal herüberhalb und einmal drüberhalb von dem Kamm verläuft. Und jetzt sehen wir gleich wieder rüber Richtung Geigelstor, die Rossalm und bis hinten zum Weidlaner. Und da links drüben sehen wir bis zur Kampenwand. Wir kommen rüber zu der Abzweigung. Da geht es jetzt rechts einen Nordwandsteig auf. Ist nur für Geübte. Ich gehe heute mit euch runter auf die Tristmalenalm. Dann kann man praktisch ohne Hütteneinkehr eine ganz ruhige Rundtour machen. Oder eben rechts rüber Richtung Spitzstorhaus oder Altkaseralm und dann wieder ein Stück laufen und runter nach Innerwald. Mir ist heute um die Runden gegangen, wo man die zwei Wege ein bisschen vergleichen kann. Den Steig von Innerwald rauf, den habe ich schon einmal gezeigt. Den tue ich auch einmal ans Ende vom Video im Abspann rein. Und dann unterwärts sehen ist jetzt auch noch Steig. Und bis wir eben am Spitzstorhaus sind, also ich sage mal, ein sicheres Dach über dem Kopf haben, werden wir halt von da eine Dreiviertelstunde brauchen insgesamt, wo wir praktisch oberhalb der Brandlalm in das Stück als Steig eingegangen sind. Jetzt bin ich ziemlich genau, ich muss einmal kurz nachschauen, eine Viertelstunde unterwegs, eben von da, wo der mit seiner Metallsonde unterwegs war, bis zu dem Abzweig da oben. Jetzt können wir uns nur mal entscheiden. Rechts rüber geht es unter der Nordwand Richtung Spitzstorhaus. Das ist ein storniger Steig, eigentlich eine Abkürzung. Aber ich möchte euch heute mal eben die Variante genauer nahebringen, da wo wir jetzt links runter gehen zur Tristmalenalm. Und da sind wir relativ schnell wieder auf einer befestigten Straße, von der es dann mehr oder weniger direkt links runter geht Richtung Innerwald, oder wir gehen noch weiter, ich meine sie heißt Aueralm. Ab der Aueralm geht es runter Richtung Spitzstorhaus oder Altkaser, oder eben wenn man da links geht, geht es auch nochmal nach Innerwald runter. Den Weg habe ich euch schon mal gezeigt beim Raufgehen, eben direkt von Innerwald über die Tristmalenalm, über den Nordwandsteig auf den Spitzstor. Das tue ich euch ans Ende vom Video noch mal rein, die zwei Varianten, dann könnt ihr es miteinander vergleichen. Da runter
muss man sogar, wenn es trocken ist, so wie heute, aufpassen. Da ist es immer ein bisschen rutschig und glaubt mir, das liegt nicht an meine Barfußschuhe. Wir kommen zur Tristmalen Alm her. Und es schaut so aus, als ob heute der Zaun neu aufgerüstet wird. Wissen vielleicht nicht, aber es ist notwendig, dass die jedes Jahr im Herbst abgelegt werden, damit zum Beispiel ein Skifahrer nicht unter dem Stacheldraht mit dem Ski einfadeln kann. Da zerlegt es das ganze Sprunggelenk. Da ist wirklich alles kaputt danach. Es geht jetzt da runter und man sieht schon ab dem Brunnen, gehen wir wieder auf der Straße und dann geht es auch bald einmal links runter, die erste Variante Richtung Innerwald. Jetzt sind wir da und es sind tatsächlich 35 Minuten heute. Man hat aber auch sehr gut gehen können, bis wieder links Richtung Innerwald runter geht. Das ist an der Stelle, sieht man jetzt, da geht es ein Stück über die Wiesen runter und dann wird der Weg sehr gut erkennbar. Dass das natürlich, wenn ein Gewitter kommt, weiter ist, kann man sich leicht vorstellen. Ich gehe aber jetzt erst einmal in Richtung Korser. Da liegt da noch ganz schön viel Schnee drin. Und gehe zur Altkaiserviere. Ich habe gehört, dass da heute einer mit der Zirch aufgekommen ist. Dann schauen wir mal, ob es was zum Hören gibt. Wir sind jetzt gerade von da auf der Straße 4 gekommen, von der Tristmalen Alm. Und da geht es dann wieder runter Richtung Innerwald. Wenn ich von der Altkaiseralm, wo ich jetzt nach 4 gehe, wieder zurückgehe, dann werde ich die zweite Variante dann runtergehen. Die tue ich einmal am Ende in Abspann rein. Ist natürlich aufwärts aufgenommen, aber ich denke, man kann sich dann am Ende vom Aufwärtsvideo auch vorstellen, wie es zum Runtergehen ist. Die zwei Varianten lohnt sich zum Vergleichen. Deswegen habe ich auch heute die Runden gemacht. Und beziehungsweise mache die Runden. Das Video ist trotzdem da jetzt dann beendet. Weil, wie gesagt, abwärts glaube ich ist nicht so spannend zum Anschauen wie rauf. Wir sind da an der Altkaiseralm. Gleich unterhalb ist ein Spitzstauhaus. Die haben auch eine schöne Sommerterrassen. Und ich gehe jetzt da rein, ihr wisst ja, Rucksack-Taxi-Treffen habe ich angekündigt, werde auch durchgezogen. Und heute muss ich mit dem Hannes und mit der Barbara einen passenden Termin ausmachen. Da ist jetzt Einkehrschwung. Ich habe gehört, dass eine Zirche herum ist. Vielleicht wird es ganz gemütlich. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksack-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.